herzlich willkommen beim Spielplatz der unendlichen Möglichkeiten. In diesem Video zeige ich dir, wie du die Handpan richtig ausrichtest. Und wir stellen uns die Frage, gibt es überhaupt eine richtige Ausrichtung? Wenn dich das interessiert, dann bleib auf jeden Fall dran. Für meine Online-Schule nummeriere ich meine Instrumente durch von 1 bis 8. Das sind die verschiedenen Melodienoten, die du auf deinem Instrument hast. Wenn du ein Instrument hast, wo keine Sticker drauf sind, dann kannst du ganz leicht den tiefsten Ton an der Größe des Tonfeldes herausfinden. Also wenn du auf dieser Handpan guckst, dann siehst du hier unten bei der 1 haben wir das tiefste und das größte Tonfeld. Die 8 ist ein ganz kleines Tonfeld, deswegen ist das auch der höchste Ton. Und das ist in der Musik auch die Regel: Je kleiner etwas ist, desto höher ist der Ton. Je größer etwas ist, desto tiefer ist der Ton. Eine Tuba, die macht ganz tiefe Töne, eine Piccoloflöte, die macht ganz hohe Töne. Und hier ist es bei der Handpan genauso. Also wenn du auf deinem Instrument keine Sticker hast, die dir die Reihenfolge der Tonfelder angeben, dann gucke einfach, welches ist das größte Tonfeld und dann hast du auch schon deine 1. Aber nicht zu vergessen, in der Mitte haben wir das tiefste Tonfeld, nämlich unseren Basston, unser Ding. Und auf der Rückseite haben wir auch tatsächlich ein Tonfeld, das ist unser Q. Aber das spielt in diesem Video eigentlich gar nicht so eine große Rolle. Jetzt kann man die Handpan hier so ein bisschen rumdrehen auf seinem Schoß oder auf seinem Stativ, je nachdem, wo du spielst. Und dann gibt es für den Start auf deinem Instrument meiner Meinung nach die richtige Ausrichtung. Und das ist Tonfeld 1 und 2 zwischen seinem Bauchnabel auszurichten. So hast du eine klar definierte linke Seite, eine klar definierte rechte Seite. Die Abstände zu jeweils den Tonfeldern auf der linken Seite und den Tonfeldern der rechten Seite sind mit beiden Händen dieselben. In manchen YouTube-Videos wirst du auch sehen, dass die 1 zentriert, also der tiefste Ton zu deinem Bauchnabel, und die 8 von dir weg zeigt. Das hat natürlich Vorteile, wenn du mit der rechten Hand zum Beispiel so einen Wechselbass spielst. Aber die linke Hand hat in diesem Falle immer längere Wege zurückzulegen, vor allem für die Tonfelder auf der linken Seite. Ein weiterer Grund, warum ich diese Ausrichtung empfehle, ist, dass wir eine ganz klare Ordnung haben. Unsere rechte Hand kann hier auf der rechten Seite wunderbar spielen, unsere linke Hand auf der linken Seite. Wenn ich übergreife mit meiner rechten Hand, um zum Beispiel einen Akkord zu spielen, dann erfordert das dieselben Voraussetzungen und dieselben Winkel und dieselbe Länge von den Armen wie auch auf der anderen Seite, wenn ich mit der linken Hand übergreife. So haben wir ein ganz schönes sortiertes System auf der Handpan. Es entsteht keine Unordnung und wo keine Unordnung ist, können wir viel besser denken und kommen schneller vorwärts. Das ist eine wunderbare Ausrichtung, um das Instrument schnell zu erlernen, einen Überblick über das Instrument zu bekommen und sich nicht ständig in allem zu verwirren, weil man die Handpan mal so oder mal so ausrichtet. Aber die Handpan ist ein Spielplatz der unendlichen Möglichkeiten. Und das bedeutet, dass du natürlich das Instrument so drehen darfst, wie du möchtest. Es hat natürlich auch seine Vorteile, die Handpan mal so einzudrehen. Auf der rechten Seite zeigt jetzt genau horizontal die 1 von uns weg. Die 8 ist auf der anderen Seite. So haben wir jetzt die Möglichkeit, zum Beispiel an die 8 und die 6 mit der linken Hand viel besser dran zu kommen und an die 4 und die 2 mit der rechten Hand. Da können wir zum Beispiel solche Melodien spielen. Basiston 2 kann durch die 1 ersetzt werden. Oder durch die 3. Das ist schon ein bisschen kniffliger zu spielen, wenn ich die 1 und 2 zu mir drehe. Doch es gibt natürlich noch viele weitere Ausrichtungen. Du kannst zum Beispiel die Handpan auch einmal komplett um 180 Grad drehen. Dann ist die 8 und die 7 zwischen deinem Bauchnabel. Das habe ich zum Beispiel in einem Stück gemacht von mir, das heißt Moga. Da spiele ich Arpeggio-Melodien, das sind aufeinander folgende Akkordmelodien. Klingt so. Hier komme ich viel besser an die hohen Töne dran, als ich das täte, wenn ich quasi die Handpan so ausrichte. Das heißt, für diesen Fall habe ich die Handpan andersrum ausgerichtet.
Natürlich kannst du das Gleiche, was du eben bei der linken Seite gemacht hast, auch mal für die rechte Seite machen. Jetzt ist die 1 auf der linken Handpan-Seite und die 8 zeigt nach rechts. Jetzt haben wir wieder andere Voraussetzungen, können hier zum Beispiel dieselbe Melodie wie eben spielen. Stilistisch klingt die natürlich ein bisschen anders. Also je nachdem, welche Melodie oder welchen Akkord du spielen möchtest oder wo du dich auf der Handpan bewegen möchtest, macht es auch manchmal Sinn, das Instrument einzudrehen. Prinzipiell kannst du am meisten machen, wenn du eine wunderbare Ordnung hast. Die Tonleiter klar angeordnet, 1 und 2 zwischen deinem Bauchnabel. Doch das wäre natürlich nicht alles. Es gibt noch andere Ausrichtungen. Es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, die Handpan so zu drehen. Dann hast du auf der rechten Seite das Ding und die Melodietöne. Auf der linken Seite hast du dein Gu. Dann kann man zum Beispiel solche Sachen machen. Das empfiehlt sich, wenn du sehr rhythmisch spielen willst oder wenn du auch ein Instrument hast, wo auf der Rückseite Noten sind, also Bottom Notes, kannst du natürlich auf die Art und Weise eine bessere Erreichbarkeit mit der linken Seite oder mit der rechten Hand auf der Unterseite erlangen. So, das war's mit der Ausrichtung der Handpan. Falls irgendwelche Fragen sind, schreib es einfach unten in die Kommentare und ich freue mich, in den weiteren Austausch mit dir zu gehen. Mein Name ist Paul Erdmann und vielen Dank, dass du ein Teil der Handpan-Schule bist. Ich freue mich auf alles weitere, was uns so erwartet. Und wenn du Lust hast auf mehr, klick dich auf handpanschule.de. Dort warten über 650 Lernvideos auf dich, die dich auf deinem Instrument vorantreiben. Bis gleich.